Einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, ihr seht mich oder guten Nachmittag. Seht mich gut und hört mich gut. Schreibt gern mal in den Chat. Spontanes Ding, aber ja, ist auch eine geile Sache. So, spontanes Ding, aber trotzdem Mods da. Ich sehe Roman, ich sehe Adrian. Mega cool, dass ihr auch spontan am Start seid. Ich habe Trello an und ich habe tatsächlich auch RSM an, falls jemand Lust hat, das zu bespielen. Ja, wenn ihr mir Fragen stellen wollt, ich versuche den Chat mitzulesen, sollte ja heute nicht so ausarten bei dem spontanen Ding. Dann einfach @mo oder @senkrechtstarter, dann kommen eure Fragen automatisch in das Trello und dann kann ich die mitlesen. 5 von 5, okay, also scheint alles gut zu sein. Spontaner Livestream hat so ein bisschen den Nachteil, dass ich gar nicht so genau weiß, was uns da heute erwartet. Ihr habt es vielleicht mitgekriegt, ich meine, ich habe den sogar auch live gestreamt. Der Start von dem Hakuto-R Lander, der war ja mit einer Falcon 9 von SpaceX und das ist so ein halbes Jahr her etwa. Und ja, das könnte tatsächlich heute historisch werden, könnte die erste private Mondlandung werden. Also keine Menschen dabei, ne? Ist eine robotische Sonde, sage ich jetzt mal. Aber dennoch tatsächlich bisher nicht geschafft. Alle Landungen, die wir bisher auf dem Mond haben, waren staatlich. Sowjets zuerst, dann US-Amerikaner und Chinesen. Ich glaube, das waren die drei, die auf dem Mond gelandet sind. Menschen natürlich nur die Amerikaner, Apollo-Programm. Und versucht privat haben es Indien, obwohl Indien, das war nicht, muss ich jetzt nochmal sagen, auf jeden Fall, nein, Indien war staatlich. Indien hat es versucht und Israel hat es auch privat versucht. Also es war keine staatliche Mission, sondern es war eine private Mission und ja, aber beide Missionen haben nicht geklappt. Und heute, also die Firma ispace, eine japanische Firma, sind aus dem Lunar X-Prize hervorgegangen. Also ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, es gab mal einen X-Prize, der zum Ziel hatte, eine Nutzlast auf den Mond zu landen. Und da haben auch viele Firmen teilgenommen und viele Studententeams auch. Ich meine, Audi war auch mal dabei, die da ein Studententeam unterstützt haben. Gesundes Halbwissen. Und ja, aus diesem X-Prize Bewerbung ist wohl die Firma ispace entstanden, die dann diesen privaten Mondländer entwickelt hat und ja, dann auch eine Falcon 9 gebucht hat, die das Ding ins All geschossen hat. Und das ist vielleicht so ein bisschen das, was euch jetzt so ein bisschen überrascht, dass das so lange her ist. Also, ich muss nochmal in meine Notizen gucken, beziehungsweise habe ich es hier gestartet, waren die Sonde am 11. Dezember letzten Jahres und in den Mondorbit sind sie am 21. März eingetreten. Und ja, falls sie heute das mit der Mondlandung einleiten, das nicht läuft, dann würden sie es morgen, meine ich, nochmal versuchen. Also aktuell sind sie in einem niedrigen Mondorbit, ich glaube 100 Kilometer, wenn mich nicht alles täuscht. Zumindest letzte Woche hatten wir Bilder von 100 Kilometern bekommen und auch, ja, schöne Bilder. Ist ja immer doch irgendwie immer beeindruckend, wenn man da Mondaufnahmen sieht. Und ja, worauf ich hinaus wollte, ist, dass die Bahn so ein bisschen special ist und da kann ich euch vielleicht noch mal was auflegen und das war ganz interessant, weil die sind erst im Prinzip zum L1-Punkt geflogen, also im Lagrange-Punkt, an dem, um den herum ja auch viele Teleskope kreisen, wahrscheinlich somit das bekannteste James Webb. Und ja, die sind dort hin und haben dann im Prinzip um diesen L1-Punkt einen halben Orbit, glaube ich, gemacht und haben sich von dort aus zurück katapultiert, beziehungsweise so eine Zündung gemacht, dass sie zurück zur Erde fallen würden.
Und während sie dahin gefallen sind, ist der Mond im Prinzip in deren Bahn gekommen und dann mit einem gezielten Manöver sind sie dann in die Mondbahn eingeschwenkt. Bladiator fragt, wann findet die Mondlandung denn statt? Also eigentlich der Livestream sollte jetzt schon losgehen, deshalb habe ich auch meinen gestartet, weil ich dachte, vielleicht zeigen sie dann schöne Dinge, gerade so die Sache mit der Flugbahn erwarte ich eigentlich, dass sie die in dem Livestream zeigen und eingeleitet werden soll die Landung um 17:40 Uhr, meine ich, und würde dann wohl eine Stunde wohl dauern. Ich bin sehr leise. Ich habe hier eigentlich auf dem Pegel relativ große Lautstärke. Gerne nochmal eine Rückmeldung geben, wie die Lautstärke wohl ist. Das wäre famos. Oh, guter Hinweis. Ha, da habe ich Mist erzählt. Im Chat war, ich bin mit den Lagrange-Punkten tatsächlich durcheinander gekommen. Vielen, vielen Dank für den Hinweis. Macht Sinn. Lagrange-Punkte gibt es um viele Himmelskörper und durchgezählt ist L1 der zur Sonne ist und L2 ist der praktisch von der, also wenn ihr zwei Himmelskörper habt, Sonne, Erde und der L1 ist praktisch auf dem Weg zwischen Erde und Sonne und L2 ist Sonne, Erde und dann ist L2 und die sind nicht zum L2, wo James Webb ist, macht absolut Sinn, sondern die sind L1, also praktisch Richtung Sonne geflogen. Sorry, vielen, vielen Dank für den Hinweis. Ich muss gerade nochmal gucken, wer das gesagt hatte. Das war, habe ich gerade tatsächlich Quatsch erzählt. Jetzt finde ich den Chat nicht, der das gesagt hatte. FM war es, danke. FM für den Hinweis. Leicht unsynchron, das sehe ich auch gerade. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass meine Kamera so hinterherhinkt. Hinweis heute auch für den Stream. Ich weiß nicht, wann der Livestream losgeht. Eigentlich der von ispace war jetzt für 17 Uhr angesetzt. Deshalb habe ich mich da auch drauf gesetzt. Aber aktuell ist er noch nicht losgegangen. Und dass die Mondlandung eigentlich, zumindest wurde das auf Twitter durchgesagt, soll um 17:40 Uhr eingeleitet werden. Die Dacia sagt, Bild und Ton sind nicht synchron. Das sehe ich tatsächlich bei mir auch. Ich versuche mal einen Trick. Dafür mache ich euch vielleicht den hier an. Kann sein, dass das dann... wage ich es? Schwierig, in der Kamera rumarbeiten, wenn man gerade einen Livestream hat. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Okay, ich probiere es jetzt gerade aus. Wir sind auch noch nicht so viele. Dann benutze ich das doch jetzt gerade mal zur Korrektur. Und kann euch ja vielleicht den ispace Orbit so lange machen. Dafür mache ich den Ton mal weg. Das wäre der Orbit und ich schalte mal so drauf.
Da sehen wir den Lander, der Hakuto-R Lander, der heute landen soll. Und ganz interessant, der wurde bei Ariane Group zusammen gebaut. Hier in Deutschland. Alright. Da wäre ich wieder in groß, aber das Input-Lag ist ein Tick besser, glaube ich, aber immer noch da. Leider, leider. Naja, man kann nicht alles haben. Vielleicht gucken wir noch einen, also die haben natürlich schöne Videos, also bei ispace ist leider immer noch nicht online der Stream. Sie haben so schöne Videos von dem Bau und wie er aufgebaut ist, dann gucken wir doch vielleicht noch ein anderes Video. Das fand ich auch scharf. Okay. Dann hier alles Animationen. Gibt auch schöne Videos von dem Zusammenbau. Ja, vielleicht. Sie zeigen auch schöne Abmessungen. Also 340 Kilogramm bei der Landung. Ich meine, 1 Tonne beim Start. Meiste Treibstoff für die großen Manöver schon aufgewendet. Und ganz interessant, auch ein Mondrover ist dabei. Ich meine von Dubai. Nichts Falsches sagen. Ein arabisches Land. Ich meine, das war Dubai. Ja, sehen wir Reaction Control System, also praktisch die kleinen Steuerdüsen. Und dann die großen und die Landetriebwerke. Solarpaneele sind fest montiert, sind also nicht, dass die irgendwie aufklappen. Ganz schnieke, oder? Der Lander. Also sieht aus, wie man sich so einen Lander vorstellt, würde ich sagen. Ja, spontaner Livestream. Mich hat dann doch das FOMO gekickt. Fear of Missing Out. Könnte tatsächlich historisch heute werden, falls ihr jetzt hier gerade draufgeschaltet seid. Also von ispace, der Hakuto-R Lander, könnte heute die erste kommerzielle Mondlandung hinlegen. Und da dachte ich, hey, das lass doch mal zusammen anschauen. Und, hoppla, sind sogar schon 850 Leute hier auf dem Livestream. Vorwarnung, also spontan ich mich hier drauf gesetzt. Gut vorbereitet bin ich nicht, sondern Mission kenne ich und wusste, dass das jetzt ansteht, aber dann doch durch den Starship-Hype der letzten Wochen ist es ein bisschen bei mir untergegangen. Und würde einfach freuen, wenn wir da jetzt ein paar schöne Aufnahmen sehen und hoffentlich von ispace auch viele Bilder. Es wurden Live-Bilder versprochen und vielleicht auch interessant, die Kommunikation funktioniert tatsächlich auch über die, ich glaube, Deep Space Network heißt es, nicht von der ESA, also im Prinzip die Funkantennen für die ESA-Mission. Und mit der wird die Kommunikation ermöglicht. Und ich meine, die speisen das praktisch einfach weiter an
an ispace. Ist jetzt nicht, dass die das irgendwie mitlesen oder aktiv steuern, sondern es geht im Prinzip um die Fähigkeiten, mit der Sonde zu kommunizieren. Guck hier nochmal auf Twitter. Bei ispace steht aktuell noch nichts Neues und auch der Livestream ist noch nicht an. Steht aktuell für 17 Uhr angekündigt und bisher ist da noch nichts passiert. Nun gut, wir werden schauen. Axel Dose hatte gesagt, Bild und Ton ist nicht synchron, ist, glaube ich, jetzt ein Tick besser, aber immer noch ein Input liegt entschuldigt. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Thomas Langkabel ist auch da. Freut mich. Rudi Edeka sagt, bitte mehr Informationen über die Mission. Okay, ich muss dann ein bisschen tatsächlich improvisieren und einfach vorlesen, was mir das Internet so ausspuckt. Ein paar Zahlen kann ich einfach auch von Twitter und Wikipedia vorlesen. Also 11. Dezember 2022, gestartet mit der Falcon 9 von SpaceX. Ursprünglich entstanden aus dem X-Prize, Lunar X-Prize. Und die Firma ispace möchte tatsächlich auch mehrere Services zum Mond anbieten. Und dieser Landemission heute, Hakuto-R M1 für die Mission 1, die soll dafür so ein bisschen der Technologiedemonstrator sein und dann, wenn es dann richtig losgeht am Mond und dann mehr kommerzielle Nutzlasten auch gefordert werden oder beziehungsweise die NASA gibt ja auch Geld an Privatfirmen, um Services auf dem Mond oder um den Mond bereitzustellen und darauf zieht man wohl auch so ein bisschen ab. JAXA, also die japanische Raumfahrtorganisation, hat tatsächlich auch einen kleinen, bei Wikipedia steht Mondrover, ich meine, es ist mehr so ein Mondroboter dabei und man schaut zu dem Rashid Rover, ob ich da auch was finde. Ja, aber leider keine Aufnahmen hier. Also der Rashid Rover, Vereinigte Arabische Emirate, 10 Kilo schwer, 55 Zentimeter mal 53,5 mal 53,8 Zentimeter. Und ja, das Bild hier ist nicht so super. Gucken, auf der ispace-Seite ein besseres finden. Leider nein. Ja, Datenlage aktuell noch ein bisschen schwierig, beziehungsweise auch, weil ich mich in die Mission noch nicht so richtig eingegraben habe. Weiß ich wahrscheinlich einfach noch nicht, wo es ist. Aber ich verspreche euch, in den News oder wenn es heute die Mondlandung klappt, werde ich definitiv ein Technik-Special machen. Aber so ist das manchmal. Auf Twitter auch noch nichts von ispace, also sollte das mit der Landung heute nicht passen, dann würden sie es morgen nochmal versuchen. Der Livestream von ispace, der war heute eigentlich für 17 Uhr angekündigt, aber er ist immer noch nicht online und ja, die Mondlandung, die Einleitung der Mondlandung wäre für 17:40 Uhr angekündigt. Und vielleicht ist es das, dass sie das so ein bisschen noch auch abwarten. Ich kann es euch leider nicht sagen aktuell. Und ich hatte mich jetzt so ein bisschen darauf eingestellt, dass sie wahrscheinlich um 17 Uhr einen kommentierten Livestream machen und dann nochmal durch die Mission ein bisschen durchgehen und dass wir uns das dann zusammen anschauen.
Aber dem ist offensichtlich nicht so. Vielleicht dann um 17:30 Uhr, dass sie noch ein bisschen dazu was erzählen. Die Mondlandung selber, nachdem sie eingeleitet ist, dauert wohl dann auch eine Stunde. Also das könnte ein längerer Livestream werden, aber vielleicht auch mit sehr, sehr spannenden Live-Bildern. Zumindest wurde das versprochen, dass es Live-Bilder von der Landung geben wird. Ja, Kanada, die kanadische Raumfahrtagentur hat, meine ich, auch Nutzlasten dabei. Also ich meine, also auf Wikipedia steht es nicht, aber das hatte ich in einem Video von ispace gehört, dass im Prinzip die kanadische Raumfahrtagentur auch so eine Art kommerzielles Mond-Services-Programm hat und darüber dann auch Nutzlasten auf diesem Länder mitgegeben hat, unter anderem ein Kamerasystem. Vielleicht schauen wir mal, ob wir noch ein anderes schönes Video von ispace uns anschauen können, wie er zum Beispiel zusammengebaut wird. Hatte ich eben schon mal kurz gesagt, also tatsächlich Ariane Group hat den in Deutschland die Großintegration gemacht. Also ich meine, die einzelnen Teile kamen praktisch da an und dort wurde dann das Propulsion-System eingebaut und auch der Großteil der Nutzlast integriert. Und ich meine, von der Integration gab es auch Videos. Ich hoffe, ich finde es auf die Schnelle. Ja, und da ist nämlich auch, sehr gut, da sieht man auch den Rakete-Rover. Ja. Alright. Da hätten wir ihn. Nochmal. Also das ist die Sonde hier in der Animation. Bei den Landebeinen wahrscheinlich auch Crush Cores drin, also praktisch ein Material, was da irgendwie zerquetscht wird und die Landung dann dämpft. Auf dem Weg zum Mond erstmal, das sieht man hier nicht, eben auf der anderen Mission hat man gesehen, dass die Bahn nicht auf dem direkten Wege zum Mond ging. Hier, jetzt sieht man schon eingeschwenkt in die Mondumlaufbahn. Und hier die Animation der Landung. Sieht man im Prinzip 3 Düsensysteme, Reaction Control System, Haupttriebwerk und Seitenverteilt. Da haben wir den Rakete Rover. Und die Kommunikation, da hilft, wie gesagt, die ESA mit ihrem Antennensystem. Und was ich eben auch schon gesagt hatte, dass man im Prinzip mehrere Lander dann planen wird. Und dann zukünftig daraus ein Geschäftsmodell machen möchte. Hier die Integration. Ich meine, das ist ja jetzt auch alles schon bei Ariane Group. Ja, da sieht man das Ariane Group Logo im Hintergrund. Bauweise, das sieht nach Kohlefaser aus, beziehungsweise das sind Honeycomb, man sieht es da, dieses silberne, also das ist eine Wabenstruktur, die dann praktisch von beiden Seiten Kohlefaser versteckten Kunststoff hat. Hier sieht man den Rakete Rover nochmal, JAXA Transformer Lunar Robot, also kein Rover, sondern ein Roboter,
was auch immer das heißt, und transformieren. Ob er sich zu einem Auto aufstehen und mit so einem riesen Schwert, so ein Roboter dann ist, ne? In Japan ist man ja sehr roboteraffin. Aber hier kann man ganz gut das Gefühl, glaube ich, sehen, wie groß das Ding ist. Alright, ich glaube, hier erzählt er ein bisschen was vom Geschäftsmodell. Das ist dann nicht mehr so spannend ohne Ton. Der Stream ist live, mega. Dann lass uns doch da mal drauf gehen. Zack, super. Also hier der offizielle ispace-Stream, der jetzt gerade losgeht. Und ich hoffe, vielleicht gucken wir mal den Ton. In that case, additional orbits are performed to align the lander's trajectory with the new target sites and to allow for optimal daytime after landing. During the landing sequence, the lander performs a series of automated actions. Approximately 1 hour before planned touchdown, the lander begins the deorbit insertion phase, firing its thruster to reduce its payload altitude from approximately 100 kilometers to 25 kilometers. Okay, also den Ton mache ich für euch mal weg. Die Einblendungen sind ja ganz gut. Es ist Musik. Tatsächlich 100 Kilometer Orbit war richtig. Und der Lander hat ein System, was die Distanz zum Mond trackt und dadurch eine sehr genaue Mondlandung erlauben soll. Das Haupttriebwerk ist nur für das große Manöver. Die Landung wird mit den kleinen Triebwerken erfolgen. Klar, wir wollen nicht so viel Staub aufwirbeln. Also hier sehen wir den Rakete Rover, der ausgesetzt werden soll, und der JAXA-Roboter, das wir eben schon gesehen haben, die sollen ausgesetzt werden. Das kanadische LEAP-Programm, das war das, was mir eben auf der Zunge war, also mehrere Nutzlasten für die kanadische Raumfahrtagentur, die ja Aussicht auch auf den Mond Missionen mal zu machen. Falls ihr euch wundert, warum ich den Ton nicht anhabe, da ist Musik und da gibt es mitunter Stress. Das liegt dann nicht an den Firmen, sondern das liegt dann an YouTube. Und dementsprechend, wenn Musik da ist, dann regle ich das runter. Die zweite Mission ist für 2025 geplant. Da sehen wir den zweiten Lander. Und auch die Mission 3 ist schon geplant, wie sie gerade durchsagen. So. Dann wollen wir mal schauen, was wir hier für uns haben. Yamakawa, President of the Japan Aerospace Exploration Agency, JAXA. Der JAXA-Präsident. I'm sure you are all very excited to be watching the moon landing by ispace's M1 mission. Currently, the United States, Japan, and many other countries are planning lunar exploration missions. These missions will be conducted through international cooperation and in collaboration with many industries. While many players are aiming for the moon, the M1 mission will be the first commercial attempt by a private company to land on the moon. Also er sagt es mal, es ist die erste private Mission. Es ist nicht die erste, die geplant ist. Israel hat es auch schon mal geplant, die haben leider einen Krater hinterlassen. Es
könnte the die erste result sein, der of es joint gelingt. research between JAXA and private companies. The data acquired by the robot will be used for research and development of a crewed pressurized rover and will contribute to Japan's future space exploration activities. JAXA will steadily carry out the mission of the transformable lunar robot and pass the torch to future lunar exploration missions. Lastly, I wish the M1 mission a successful landing on the moon. Das wünschen wir auch. Also der JAXA-Präsident wünscht eine erfolgreiche Mondlandung. Ah, das ist die Dear ESA. colleagues and friends, as Josef Director General of ESA, Josef it is my Aschbacher, Entschuldigung. special pleasure to convey my best regards to the landing event to the Hakuto-R Lunar Lander Mission 1 of ispace. Under commercial contract with ispace Europe, ESA was and is responsible for ensuring communication between the spacecraft and its teams on Earth Also die ESA through the zuständig mission. für die The Kommunikation agency's mit der global Sonde. network of tracking stations is used to transmit commands to the spacecraft and receive scientific data and status information from Mission 1 and the experiments carried out on the Moon. The mission underpins the successful cooperation between ESA and ispace. Such collaboration schemes between new space companies and space agencies open up exciting opportunities for the future of lunar exploration and other domains. Accounting for new space approaches is also a central element of ESA's Agenda 2025. Ladies and gentlemen, I'm convinced that the Hakuto-R Mission 1 is only the beginning of many fascinating projects and activities to Aschbacher come. ist And I wish you fest davon a überzeugt, dass successful event and a das nur very ein happy landing. Thank you. Start ist für praktisch allem Spannende, was dann noch weiter kommen wird, auch gerade in der kommerziellen Raumfahrt, der kommerziellen Erforschung. Hi, I have been following the M1 mission with great attention. I am confident that this Luxemburg, mission will provide tatsächlich ein precious großer data Player dafür and für das kleine experience, Land, was which will support Raumfahrt iSpace commercial angeht. development in the years to come. iSpace has been among the first space resources-focused companies to come to Luxembourg, and we are very proud to have been able to support the team since the very beginning. After the successful listing of iSpace on the Tokyo Stock Exchange wer jetzt erst beginning of einschaltet, April, ihr habt noch nicht viel we look verpasst, der Livestream forward ging to gerade the erst next los, chapter of iSpace success story, gerade and alle particularly to the M2 mission, which Agenturchefs, will die onboard a beteiligt rover sind, made in Luxembourg. richten Grußworte und reden über ihre Beteiligung an der Mission. Ariane Grupp war für die Integration zuständig. Ariane Group provides the key element of the propulsion system for the lander and the assembly and integration facilities. Our orbital Martin propulsion Simo, der neue teams Chef von Ariane Group, supported iSpace with the integration and the testing of the entire vehicle in our clean rooms in Lampolshausen, as well as in external facilities in Germany. In addition, iSpace and Ariane Group have teamed up under an ESA commercial partnership pilot phase to provide Europe with an integrated transportation system to the Moon, combining the Ariane 6 launcher and the iSpace lander. With this M1 mission, iSpace has become the first commercial company to reach lunar orbit. warum er Ariane 6 The landing genannt hat, ist mir nicht ganz will klar. mark first use Gestartet, of an wie gesagt, Ariane in der Group Falcon 9. propulsion system for landing on the Moon. Regardless of the outcome, the iSpace M1 mission is a huge accomplishment. This is a striking example of synergistic collaboration between what some would call an established space company and new space companies. iSpace is a very dynamic and innovative new space company. We appreciate their trust and their agile and efficient ways of working with us. This demonstrates Ariane Group's ability to provide state-of-the-art equipment and support to new space companies. Good luck for the landing. Animods wollte den Nightbot mal einfangen. Der ist, glaube ich, noch
auf SpaceX Starship Stream. Also, die Landung, die sollte jetzt losgehen. Oder eingeleitet werden. Das war der Start mit einer Falcon 9. 22. Dezember letzten Jahres. Entschuldigung, 11. Dezember 22, nicht 22. Dezember. Spannende Flugbahn. Gesagt, erst zum L1-Punkt geflogen, einen halben Orbit um den L1-Punkt hingelegt und sind dann zurückgefallen in Richtung Erde und sind dann in den Mondschwerkraft eingeschwenkt. Hello and welcome to our global live stream of the planned lunar landing of Mission 1 in ispace Hakuto-R program. The main language of this event is English, but you can watch and listen with simultaneous Japanese translation by accessing the stream on our Hakuto-R channel. My name is Kevin Zaleski, and I am the MC for today's event. Thank you very much for joining us. Danke Mods, war ich nicht schnell genug. Many of you may have followed the launch of Mission 1 last December. Der Livestream ist Now, unten auch after several verlinkt. months of operations in space, our Series 1 lander is quickly approaching one of the most exciting moments during Mission 1 in our Hakuto-R program, the first ever private lunar landing. For those of you not familiar with us, ispace is a global lunar exploration company engaging in the lunar quest. Our vision is to expand human activity into space and to develop the future cislunar economy by offering reliable payload delivery and data services. ispace has 3 offices, its headquarters in Japan, as well as steadily growing offices in the US and Luxembourg. Our first commercial lunar exploration program consists of 2 missions: the planned lunar landing on Mission 1 and lunar landing and surface exploration on Mission 2. With Mission 1 in progress as we speak, we have already started preparations, such as testing, for Mission 2, currently planned for 2024. Furthermore, ispace is rapidly progressing development for Mission 3, currently planned for 2025, which will not only use our next-generation Series 2 lander, but will also deliver payloads for the NASA CLIPS program to lunar orbit and surface. ispace is a member of Team Draper and proud to contribute to the Artemis program during its upcoming Mission 3. Today, we are following the progress of our mission from a venue close to the Hakuto-R Mission Control Center. We are here at the Neo Tsukide exhibition at the National Museum of Emerging Science and Innovation on Odaiba, Tokyo. As you can see, we are surrounded by a moon-themed landscape, including a full-scale model of our Series 1 lander. So you can imagine that everyone is super excited to land on the real moon today. Ich werde das heute nicht viel kommentieren. From the Hakuto-R Mission Control Spontanes Center, Ding, or MCC, dass ich mich hier auf den Stream geschaltet habe. Könnte historisch werden und bin sehr gespannt, was uns heute hier erwartet. Now, before we continue with our coverage here on location, let us hear from our MCC crew about what exactly we expect to happen during the next approximately 50 minutes. Sie gehen jetzt durch, was uns die nächsten 15 Hi Minuten everyone, erwartet. we are the iSpace Operation Team and we are here today in the Hakuto-R MCC Mission Control Center to execute a really special operation. So we have worked so hard to get to this point in which we are going to perform the landing sequence. We are more than 20 engineers getting ready, preparing and executing these special operations. And you are going to be able to follow from home. You are going to have a special animation based in our data in which you will be able to follow the whole landing sequence. For us, it's going to be a little bit more difficult, and Janelle is going to explain why.
Now, the reason why it's a little more difficult for us is because, one, all we can do during this time is monitor the lander because the landing sequence is actually autonomous. Also die So, Landung ist another reason why it's going to automatisch. be a little difficult is because during the landing sequence, we're going to experience something called an occultation. Now, an occultation is something that occurs when the moon is between the lander and our ground station on Earth. So during our landing sequence, you can see our lander is going to come behind the moon like so, and for about 40 minutes, we're going to lose communication with it. And then, only until we pop out the other side will we have communication again and be able to see our lander autonomously land on the moon. Also während des Abstiegs 40 Minuten lang gibt es keinen Funkkontakt, weil der Lander hinter dem We Mond heard ist. from Janelle earlier, the lander is expected to have already performed its deorbit insertion maneuver autonomously. As you can see on our live status display here, our lander is now on the moon's far side and heading for its Der Lander designated ist landing noch auf area. der We abgewandten expect to reestablish Seite des Mondes. communication in approximately 30 minutes. In 30 Minuten erwarten Now, sie I wieder would like to give the word to ispace founder Funkkontakt. and CEO Aber sie haben die Landung Takeshi schon Hakamada. eingeleitet. Und das heißt, wenn der Funkkontakt wieder da ist, wird es auch richtig heiß, weil Hello, dann steht die my name is Landung Takeshi Hakamada, unmittelbar founder bevor. CEO iSpace. In 2010, a small company Takeshi. with a big vision Schöner was Name. born. Weckt And then after Kindheitserinnerungen 13 bei mir. years and meeting many colleagues and supporters, we have reached to the day when our lander will land on the moon. In the early days, not many people believed that we could actually land on the moon. But we kept believing and worked very hard. And then as a result, I'm really viele Leute haben proud nicht geglaubt, to be dass wir auf here dem Mond with landen you könnten. today. Aber sie haben sehr hart dran Since our gearbeitet und Mission 1 launch in December last year, our lander and our freuen sich team natürlich jetzt sehr have darauf. already achieved amazing things, succeeding operation of Ja, definitiv. privately Also funded and then developed hardware Navigation and the im software All und and the payload in space for Einschwingen over in 100 Mond days. Now Orbit. we are getting close to our Sehr destination for beeindruckende Mission 1, Fähigkeiten für eine lunar Privatfirma. landing and surface Und vor allem auch operation. dann ein Startup beim However, ersten, I bei want der to ersten emphasize again that our accomplishment, Space-Mission. 8 out of 10 milestone successes, will contribute toward the development of our next missions, Mission 2 and Mission 3, which already have started in parallel. Also 8 von 10 Zielen haben sie schon erreicht. I Also want auch to thank natürlich ein everyone großer for Erfolg. their contributions. And Dementsprechend I really wäre es natürlich excited schön, wenn to sie landen, see aber ich the glaube outcome wahrscheinlich of macht this critical moment of Mission 1. nicht viel And I Einfluss cannot auf wait to die weitere apply Mission, sollte everything das we heute have been learned nicht toward our klappen. future missions. Everything we have achieved until this point, we already considered tremendous success. Also er sagt, das Thank wäre you, schon ein and großer let's Erfolg. land on the moon. Er bedankt sich und sagt, lasst uns auf dem Mond landen. Ich drücke euch ganz doll die Daumen. Thank you, Hakamada-san. We're very excited to give you a closer look at the status of our lander and what we expect to happen today. But first, let us hear from iSpace CTO Ryo Ujie for details about our achievements during Mission 1 so far and what we hope to achieve today. Ich mache mich ein bisschen lauter, tut mir leid. So, Ujie-san, can you tell us a little bit about the Mission 1 milestones? Okay, yeah, sure. And as you know, in total we have a 10 success milestone, but we have already completed 8 of 10 milestones. 8 von 10 von den Milestones, die sich gesetzt haben für diese Mission, haben sie schon erreicht. First milestone, success 1, is the completion of launch preparation. Because even before launch, we had to do a lot of things, including testing, assembly, integration, and so on. That was also really great achievement for us. And then after that, success 2 happened. That is like a separation from a launch vehicle. Because during that launch. Also erste Mission war die Integration, das war für sie sehr wichtig. Die zweite Milestone war, dass sie gestartet sind und in den Orbit sind.
Und dritter Milestone, dass sie eine stabile Kommunikation erreicht haben, war dann der dritte Milestone. Dass sie mit sie zum Mond fliegen konnten. Der vierte Milestone war, dass sie die richtige Bahn gewählt haben und die Kontrolle hatten über das Raumschiff. Weitere Kontrollmanöver haben sie bei Kontrollpunkt 5 erreicht. Bei 6 haben sie alle Deep Space Manöver gemacht und Milestone 7 war, dass sie in den Mondorbit eingeschwenkt sind. Das war ein sehr kritischer Punkt, natürlich, klar, sonst wären sie am Mond vorbeigeflogen. Und dabei haben sie natürlich weitere Manöver durchgeführt. Und die 8. Meilenstein war, dass sie die Steuerung komplett sichergestellt haben im Mondorbit und Kommunikation und dass sie sich im Prinzip vorbereitet haben auf die Mondlandung. Und der 9. Punkt wäre heute dann die Landung. Sie hatten ein paar kritische Momente. In general, of course, this is the really critical moment for all spacecraft. But even in our case, we were struggling with the completion of this success milestone because communication and attitude were not as our planned. But our flight team showed really great Also die performance. Kommunikation herzustellen war nicht so wie geplant und das war kritisch, aber dass sie das dann hingekriegt haben, hat sie dann mit Sicherheit versehen für die weiteren Teile. Okay, yes. The maneuver means orbital control maneuver. When we carry out the orbital control maneuver, we always use this our main propulsion system. Für die Hauptmanöver benutzen die Haupttriebwerk. This orbital control maneuver, we can control the trajectory of the lander. Then even when we enter the lunar gravity region, we also need to carry out really long orbital control maneuver operation. It is a more than 7 minutes burn. Burn means we need to keep activating this propulsion system more than 7 Minuten. Then that was a really critical operation, and then lange Brandzeit we were für really nervous about that. Then this is also great achievement to carry out this type of really critical operation as a commercial Einschwenken startup. Und dass sie dieses Manöver richtig ausgeführt haben, das war ein großer Erfolg für sie, gerade als Startup. So there are actually quite a few milestones. Why did you choose to set 10? Okay, yeah, because our mission is not zero-sum game. In each steps, we can learn a lot of things. We can gain a lot of experience, knowledge, and we can also prove our flight capability in each step. Then we set a 10 milestone. And in each milestone, we Landung wird in den nächsten 15 Minuten erwartet, weil die Frage jetzt öfter kam. Then we set a 10 milestone and then to show our capability, and then based on this milestone, we can reflect our lessons learned into the future mission too. Yes-san. Now we welcome Yoshitsugu Hitachi, our lead lander system engineer, who oversees the overall integration of our lander system and payloads. Welcome back, Hitachi-san. Thank you, Kevin. So, our CTO Ujie-san just told us that we have achieved milestone 8 already. Looking at our status display, where do you think we are now with our lander? Yes, Kevin. So, as our CTO Ujie-san just explained, so we have completed all the milestones up to success 8, which means that we are ready for the landing sequence. That means we are now moving towards success 9, which is lunar landing.
So as you can see, the lander is now Also als nächstes currently die on the Landung, backside of the moon. worauf wir alle And we're warten. waiting for it to establish the communication with the ground station and reappear from the Aktuell die backside of the Sonde moon auf to, der to erdabgewandten finally Seite, land deshalb on keine the Kommunikation. sun side of the moon now. Wird sich Thank you, mittelfristig Ispace-san. ändern. Es soll ein And with the planned lunar landing Kommunikationsnetzwerk approaching um den quickly, Mond herum let us etabliert have a werden. look Nicht at a von summary ispace, oder of glaube ich today's zumindest nicht, expected sondern events. das werden andere Firmen machen. Das wird natürlich auch die Kommunikation mit solchen Sonden ermöglichen. Ich mache den Ton hier mal kurz wieder aus wegen der Musik. Da gibt es mitunter Probleme. Hier sehen wir den Start nochmal von der SpaceX Falcon 9 und vielleicht ganz interessant, dass China ist ja auf der erdabgewandten Seite gelandet und die mussten dafür tatsächlich auch einen Satelliten um den Mond etablieren, der die Kommunikation mit dem Mondrover, dem chinesischen, sicherstellt. Übrigens die einzige Mission bisher, der das gelungen ist und das einzige Land. Also weder weder Amerikaner noch Russen oder Sowjets sind auf der erdabgewandten Seite des Mondes gelandet. Heute die Landemission von ispace wird auf der erdzugewandten Seite erfolgen und die Kommunikation mit der Sonde erfolgt über das ESA-Netzwerk. Ganz cool. Also es gibt alternativen Landemissionen. Und die haben sie danach ausgewählt, dass sie möglichst viel Sonnenlicht haben für ihre Mission. Also die Orbit Insertion, die ist passiert. Von 100 Kilometern wurde die Sonde jetzt auf 25 Kilometer abgesenkt. Und nach 45 Minuten Schattenphase sollte der Lander dann gleich wieder aus dem Mondschatten treten und dann sollte Kontakt wiederhergestellt werden und dann wird die Mission hoffentlich landen. Und die Landung wird durch die Bordsysteme erfolgt. Also da steuert keiner ferngesteuert, sondern die Sonde macht es selber. Haupttriebwerk wird zum Landen genutzt, aber dann die eigentliche Landung dann mit den kleinen Hilfthrustern. Ton mache ich gleich wieder an. Es ist gerade Musik an und da muss man ein bisschen aufpassen. Da kann es dann immer mal Ärger geben. Der Rover, Rashid Rover von den Vereinigten Arabischen Emirate und ein Roboter für die JAXA ist da mit an Bord. Natürlich alles sehr mutige Entscheidungen, die auf so eine Testmission mitzugeben. Aber natürlich, wer hohe Risiken eingeht, kann auch hohe Gewinne mitnehmen. Sollte die Mission heute erfolgreich sein, ist das natürlich für alle Beteiligten ein Riesenerfolg und dann auch eine coole Sache, dass man dann auf die richtige Mission gesetzt hat. Vor einem Jahr hätten wahrscheinlich die meisten noch auf den Pellegrin-Lander gesetzt, der mit einer Falcon-Rakete starten soll, aber die ist ja verzögert, die neue ULA-Rakete, und dementsprechend könnte das hier ispace abstauben, sollte die Mondlandung klappen. 2024 ist die zweite Mission geplant, und also 24, und die dritte Mission ist für 25 geplant. Und die wird dann auch im Artemis-Programm Nutzlast befördern. Sollte die Mission heute erfolgreich landen, wäre es die erste private Mondlandung ever. Und das wäre natürlich schon ein großer Erfolg. So, Musik ist aus. Jetzt kann ich wieder aufdrehen.
Now, as explained during the video, our Series 1 lander continues to orbit the moon while getting closer and closer to the surface. There is no communication link with the lander for large portions nähert sich of aktuell this immer process, mehr dem but Mond the required actions von 100 are Kilometer auf pre-scheduled 25 Kilometer and the lander abgesenkt. executes them according to our Diese calculations. Let us hear a bit more Landung about what aktuell exactly we expect to happen oder der until planned Landeprozess touchdown again from Mondschatten. So Hitachi-san, tell us a bit about the expected initial status of our lander before landing. Yeah, thank you very much, Kevin. I'm pleasure to be here to explain all the sequences of the landing. So basically, we do have 6 different phases, as I think the animation showed previously. So all those phases are very important to achieve the successful landing. So as you can see, the first step, what we're calling phase 1, this is deorbit insertion. So deorbit insertion is short. Der Deorbit wird eingeleitet durch das Haupttriebwerk. The circular lunar orbit der zirkulare Orbit wird durch das Haupttriebwerk abgesenkt. So in this phase, we are still the lander is at a very high speed, about 6,000 kilometers per hour, and then do less than a minute of a main propulsion system to fire the main propulsion system to do this burn. Mit einer Minute der Orbit Burn. What happens next? And the next step is the cruise landing phase. So in this phase, the lander cruises in this new trajectory after DOI. Deorbit. So in this phase, basically the velocity nach dem Deorbit Burn geht der Orbit im Prinzip nach unten und da wird er von 100 Kilometern im zirkularen Orbit auf 25 Kilometer abgesenkt. Und ihr seht, da ist kein Triebwerk an, sondern im Prinzip die Geschwindigkeit wird verringert und dann nähert sich der Lander immer mehr diesen 25 Kilometern. And 50 minutes in the entire sequence. So entire sequence is about 1 hour and 7 minutes. But this phase is actually the longest phase in the mission. And also the very important point is that after the phase 2 is completed and before the next phase starts, the lander is expected to reappear from the backside of the moon again. I see. And what happens in the next phase? Yes, so next phase is phase 3. So this is a braking burn phase. So braking burn phase is, as it says, we are going to start braking. It means that we're going to reduce the speed for the landing. Also braking burn so as you can see now, the velocity now, we are changing the velocity from 6,000 kilometers per hour to 100 kilometer per hour. So basically, we are going from the spacecraft speed to like a Shinkansen speed now to land on the moon. So then altitude also changing from 25 kilo to 3 kilo in this phase. So the lander gets closer and closer to the moon and keeps slowing down. What happens next? Yes, so next phase is phase 4. So in phase 4, the lander still continues to brake, but still going over about 300 kilometers per hour. So it's still at the Shinkansen speed, but then it's changing the orientation to a vertical orientation, pointing its keine orbitale Geschwindigkeit für den Mond, straight to down to the lunar wird surface. kontrolliert, so weiter abgesenkt. As you can see, at the end of this phase, the lander is going to be only 1 kilometer above the lunar surface. And next it gets really interesting, doesn't it? Kilometer über der Mondoberfläche. Yes, this is very exciting. Ich krieg gerade Kerbal-Vibes. All of the phases are most important, Kerbal Space Program spielen. Those number 5 and number 6 are I can say the most important phases in the entire sequence. Thank you. And then the moment everyone is waiting for, the final phase. Yes, so the final phase is phase 6. So this is terminal landing. So here, the velocity is now gets to 70 kilometers per hour. So now it's changing from Shinkansen speed to now to the bicycle riding speed. And eventually, at the end, it's going to walking 3,6 Kilometer kind of pace. pro Stunde. So then Das ist altitude, sogar noch langsamer als 20 meters to 0. So this is the very Laufgeschwindigkeit. last moment of the landing. And we are going to shut off the main engine and relies only on the assist thrusters to adjust the attitude
and for the final moments, and hopefully for the soft landing. Thank you, Itachi-san. We Boah. are all rooting for our Da lander wäre ich getting super aufgeregt, wenn closer ich and einer closer to the lunar vom surface. iSpace-Team And jetzt now wäre let's nach have a dem look maybe at our status screen again. Einleitung des Itachi-san, where Landemanövers. does this put us in the landing approach right now? Yes, so I think the phase 1 have been already completed, expected to have already completed by now. So we are now in the phase 2, which is a cruise phase. So the lander should be now descending from the altitude of Kai Schwab 100 fragt, ob kilo die ESA je versucht towards hat, auf den Mond zu to landen. Nein, 25 hat's kilo. nicht. So we are in the middle of that process right now. Thank you, Itachi-san. And Hakamada-san, are you slowly getting a little bit nervous? Not at all. I'm just watching a successful landing. Thank you very much. And now I would also like to welcome distinguished guests on our stage today. The first is Professor Yuichi Tsuda. Professor Tsuda not only teaches at Tokyo University, but is also in charge of the Hayabusa 2 program at the Japan Aerospace Exploration Agency. Hayabusa 2, das ist die Asteroidenmission, die zweite Mission der JAXA, die ja Proben zurückgebracht hat. Und die Mission ist tatsächlich immer noch unterwegs. Die fliegen jetzt zum nächsten Asteroiden, werden da keine Proben sammeln können, aber können natürlich weiter Daten sammeln, weil die Sonde ist weiter im guten Zustand. For the success so far. And I was leading the mission called Hayabusa 2. That is an asteroid sample return mission that was successfully completed 3 years ago. So what I did there was to fly the spacecraft to an ever unexplored asteroid Ryugu and landed there twice and collected the samples and returned them back to the Earth. So ja, auch tatsächlich den ersten, denen das gelungen ist, der japanischen Raumfahrtagentur. So what you're going to do is to send a spacecraft to a celestial body that has 20,000 Von allen Raumfahrtagenturen würde ich sagen, ist die japanische, die mit den only with the power of the private sector. Ich wollte jetzt was über... Also auf jeden Fall die mutigste. So if this is not a challenge, machen sehr viele Missionen, sehr, so wo sehr viel schief gehen könnte, potenziell, und kriegen dann immer auch diese natürlich großen Firsts hin, trotz relativ kleinem Budget. And the risk can be taken only by auch die erste Probenrückholmission vom Mars könnte von der JAXA gelingen. Nicht vom Mars weg, sondern von Deimos, dem Mars-Mond, einem der Mars-Monde. I'm an engineer, so from the engineering point of view, get as much data as possible throughout this landing process and recall all the experience throughout this mission for the more sustainable lunar activity that you are going to do, and to expand this lunar exploration activity to a more global one. So Godspeed iSpace, Godspeed Hakuto-R. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Professor Tsuda, and we wish you all the best with your future endeavors. Please enjoy the show. Next, I am happy to welcome Airbus Ventures manager, partner Thomas Delawin here on stage with us. Airbus Ventures has been one of our first international shareholders, and they possess a strong insight into the global space industry. Thank you, and first, congratulations, Hakamada-san, the entire iSpace team on this historic moment. Thank you very much. And thank you for bringing all of us closer to the moon and to the moon, right? So Airbus Ventures, Louis, my friend, and the entire team, we cannot be more proud today to be here joining in this extraordinary milestone for the space economy. Maybe a word about the moon. We at Airbus Ventures and you at iSpace value the moon as a vital system component in harnessing natural resources in order to deliver clean energy, rare metal, but also biosphere-friendly manufactured product to Earth. But the moon's development is also critical for alleviating the compounding stresses
that we've seen on Earth, climate and Earth biodiversity. This is also a tremendous opportunity, a business and economic opportunity that now we see ispace uniquely positioned to pioneer. So this world is full of planetary system challenges. Noch auf dem Mond ist von der Mondlandung, also with the talent, the global mindset, but also the sustained vision and the thorough execution and the global team building along these years of development is a key actor to address those planetary challenges. So our message to the team is to keep going. The moon is away. And please, again, congratulations for this historic moment. Thank you, Akamana-san. Thank you. Thank you very much. Also wir erwarten, dass gleich die Sonde aus dem Mondschatten tritt. Die Landung wurde schon eingeleitet. Another ispace crew member here at our venue. Scott Moon, our lead assembly, testing, and integration manager, who helped not only build the Series 1 lander for Mission 1, but who is already working on our Mission 2 lander. Hello, Scott, and please take a seat and tell us a bit more about how the Mission 1 lander came into existence. Sure, Kevin. So I had the good fortune to join ispace in November 2020, and in April of 2021, the ispace team was deployed to Germany to begin building the M1 Integration in Deutschland we spent the next year in Germany building the lander in those facilities. And after 1 year, we moved to Munich to start our test campaign on that lunar lander. When we were in Munich, we ran tests that allowed us to simulate the environment that we would see in deep space. We ran tests to simulate the environment we would see during the SpaceX Falcon 9 launch. And we ran tests of all of the systems that we needed to use while we were in orbit, while we were descending, and while we were in operation on the moon. Once we finished all those tests, we packed up our operations in Germany, and we flew on a specialized cargo transport over the Atlantic to arrive at Kennedy Space Center in Cape Canaveral. The AIT team personally escorted the lander over, and once we landed in Florida, we spent 2 months with our launch preparations, which included fueling the lander and doing a final systems checkout. After those 2 months, we said goodbye to our lunar lander. We put it inside the fairing, and it was integrated into the launch vehicle to be launched in December of 2022. That's basically the M1 story in a nutshell. Thank you, Scott. You're welcome. And again, thank you for your hard work. Now, of course, our Series 1 lander is not going to the moon empty-handed. It is carrying several payloads, expected to start operations on the lunar surface after landing. Let us hear about our payload customers on M1 from ispace Chief Revenue Officer Atsushi Saiki. Saiki-san, tell us, who is going to the moon with us? Okay, thank you, Kevin. On Mission 1, we are carrying a number of government and commercial payloads. Our payload service does not only consist of bringing something to the moon, but also ispace closely communicate and coordinate with its customers to integrate each payload into the lander and its system. Also institutionelle Secondly, Nutzlasten the und private payloads are Nutzlasten. tested before the launch to verify their ability to survive the long journey to the moon. And ispace further offer power delivery and communication service to payloads that require it during transit to the moon, as well as after successful landing. Throughout the mission, our Series 1 lander also offers protection from the harsh environment of space by providing thermal control and other services. Our payloads on Mission 1 vary in size, mass, and objectives. Thermalmanagement ist Some of them tatsächlich are mobile, and we ein großes Thema, plan gerade to auch bei deploy der Länge der them Mission, from our wie lander die after Mission ja im All touchdown, unterwegs war. such as the Und da MBRC muss natürlich Ratchet die Rover Nutzlast and the JAXA Transformable geschützt Lunar werden. Robot. After deployment, these rovers will begin their mission objectives on the lunar surface while sending and receiving data and commands via our Mission Control Center Mondrover in Tokyo. für die Vereinigten Other Arabischen payloads will Emirate, stay integrated auch für die into the JAXA in lander
Roboter, we carry experimental solid-state battery for werden sollen. which perform verification tests of this new battery technology under extreme environment in space and the lunar surface. Further, we carry several payloads within the Canadian LEAP program, an AI-powered flight computer by MCSS, as well as a camera system featuring wide-angle cameras by Canadensis. Further, our partnership program involves cooperations from various industries and fields in the exciting new challenge towards the moon. We cooperate with companies, as you can see on the screen here. We believe that the transport and operation of these payloads provides an exceptional value to our customers, Citizen, not die only in machen terms of tatsächlich space and lunar exploration, but Spezialuhren. also in the development of new technologies that could benefit human society on Earth in the future. Thank you, Kevin. Die man auch Thank you, in Saik-san. limitierter We are Auflage all kaufen super kann. excited to bring more and more companies to the moon. Yes. Now, for a bit of background on how our lander and its payloads are deployed and operated after landing, let's hear it from our MCC crew again. Thank you. Also, falls ihr jetzt einschaltet, heute, könnte die erste kommerzielle Mondlandung ever erfolgen. After that, we'll perform many checkouts to make sure every system and our customers are still working as expected. One of the first things that we will do is deploy our high-gain antenna when we're on the surface. So our high-gain antenna will allow us to download all of the data and pictures and photos that we've taken throughout our mission. The lunar environment is completely different than the environment we've been facing up until this point. Most people probably think the moon is this cold, desolate place, but it can get very hot in the sunlight, up to 120 degrees C. So the first thing we'd do is And once we have our high-gain antenna, which allows us to send much more data back to Earth Ja, than we ich could feiere es on Earth, richtig. Ich then hoffe, we're ready denen to gelingt das deploy heute. our customer rovers. The bigger one, Ich bin ein großer Fan von kommerzieller Raumfahrt und ich glaube, das gibt die neuen Impulse. once it's time to deploy, the arm folds down with the rover on it, and then we release the rover, and it can drive off to go do some great science. Thank you to Katie and Haroon, and all the best during those first moments of surface operations. Now, we are happy to have a quick message from a very special guest, Yamazaki Naoko-san, a former JAXA astronaut who flew on the space shuttle to the International Space Station, will very soon be connecting remotely with us. Yamazaki-san, hello, can you hear us? Hello, Kevin. Yes, I can hear you very well, and congratulations for your achievements so far. Yes, I am so thrilled and honored to be with you for the upcoming historic moment, first ever private lunar landing. First of all, I'm so proud of the entire ispace team, including families, for the remarkable achievement to get this point. As an astronaut, I cannot overstate the importance of this mission, which expands our frontier for all humankind. My dream is to open a school on the moon someday so that various students from various countries and regions can learn together on the moon, watching the Earth from a distance. The moon has a huge potentials in many ways. So it is Also eigentlich die Funkstille sollte jetzt langsam zu Ende sein. Gespannt, ob sie demnächst dann sagen, which will ob secure Kontakt hergestellt human wurde. presence on the moon and allows us to have a big dream. Also, as a member of the temporary member of National Falls ihr jetzt erst Space einschaltet, Policy das ist der Committee of Livestream Japan, von ispace. M1 means a lot to governments Hakuto-R too. Lander könnte heute ispace is the die erste first private company to be Mission werden, die covered auf by dem Mond Space landet. Resources Act in Bisher Japan nur and awarded
der Sowjetunion, den USA und China gelungen. UAE's lunar rover and Canadian, Japanese payloads and so on. When I visited ispace Mission Control Center in Tokyo a couple of months ago, I had the privilege to write a message on the wall. Exploration gerade richtig Musik drin ist und tatsächlich auch privatwirtschaftlich, auch die NASA, JAXA, mehrere Programme gestartet haben, um Nutzlasten auf den Mond zu bringen, auch privat, ist man bestimmt gut aufgestellt, wenn man die erste Firma ist, der das gelungen ist. Also drücken wir denen die Daumen. Wenn es denen gelingt, bin ich mir ziemlich sicher, dass es denen für ihre nächsten Missionen sehr gut gehen wird. Jetzt kriegen wir einen Status. Yes. Mega mit Telemetrie. Yes, I believe the lander Groß, is bitte. still in the phase 2. That's a cruise phase. So, as I said, this phase takes about 40 to 50 minutes. So I hope that in the, about in the 10 minutes or so, I hope that the next, the black and burn starts. But at the moment, I believe that the lander still is in the cruise phase, flying with a speed of 6,000 kilometer per hour. But altitude now, you look at the 16 Minuten bis zur Landung. Also jetzt dranbleiben, jetzt wird's spannend. Und ich bin... Thank you, Itachi-san. And Hakamada-san, we soon hope to regain contact with our lander. Are you looking forward to meeting again? Werden sie Funkkontakt herstellen. Das ist also praktisch nur die Animation, keine Live-Telemetrie, sondern so wäre es geplant. Thank you. And while we wait, let's see where exactly our lander is planning to set down on the moon. Der Lander noch in der erdabgewandten Seite hinter dem Mond. Also, sie haben landing sites, one prime landing site, which is the most exciting one. Der Atlas Crater ist die Hauptlandezone. Sakisumono ist die Backup Landing Site. Scientific and technical criteria. So for instance, we want to go to a place relatively flat, devoid of boulders, but we also want to maximize the science output with having some geological diversity. And in order to proceed, we collected data from space mission currently orbiting the moon that we processed. We tried to translate our criteria. Sonden aktuell um den Mond unterwegs, die Bilder machen, gute. Ein indische und ein amerikanische. Und tatsächlich ist die indische die mit der besseren Kamera, finde ich immer sehr, oder der besseren Auflösung. Rover is designed to overcome obstacles of up to 10 centimeters of height and also to drive over the slopes of maximum 20 degrees. 20 Grad Neigung kann der Rashid Rover fahren und 10 Zentimeter Hindernisse kann er überwinden. And also we are going to study the thermal characteristics, and also we have nice and exciting ideas on experimenting with different materials, interacting with the regolith on the landing site. So my role was to I guess, further optimize our landing site selection, make sure that there was alignment with both our lander team here in ispace as well as our other. Falls ihr das einschaltet, in nicht mal 15 Minuten soll die Mondlandung erfolgen. Es könnte die erste private to help with the continuous improvement of ispace lander and rover exploration missions into the future.
Each of the 4 selected landing sites are incredibly unique and will offer fantastic scientific value, and they're just really exciting opportunities. To land on any of the given landing sites, we have to make sure the spacecraft is passing over it. But then as the moon rotates over in its own axis, we only have one given opportunity every lunar month, right? So every 28 days. So in order to minimize the time that passes between any of the prime and any of the landing opportunities, in case there's any deviation from the nominal, then we selected these 3 landing sites that will be accessible within just a few days. All right. Und so, der Stream ist gebuffert und live. Let's talk about the future. So we have mission 2 next year and mission 3 in 2025. And let me explain. Mission 2 will use a Series 1 lander, same as right now in the space, but we'll also bring a micro rover, which currently our Luxembourg team is developing. And also for Mission 3, ein luxemburgischer Rover soll auf der zweiten Mission mitgehen. mitgehen. Is manufactured in the U.S. Colorado, Denver, and this will bring 2 satellites to the lunar orbit, and also they will land on the far side, Uragawa of the moon. So this is very fantastic. Also bei der dritten Mission wollen sie sogar auf der erdabgewandten Seite landen und dafür bringen sie Satelliten auch in den Mondorbit. So we will contribute to a NASA Artemis program too. So next page, I like to stress most important thing about a sustainable business model. So we are not a company doing just one single mission, but rather we are doing 3 missions at the same time all together. This is very important because while we are doing mission 1, we can feedback what we learned from our mission 1 and the data what we acquired from mission 1 to mission 2 also and mission 3. $300 Millionen haben sie eingesammelt und dafür können sie M1 und M2 mit ermöglichen. For startup companies, the financing is really important. But we are very proud and we are very fortunate that we could raise more than $300 million of money so far to support not only one single mission, but all 3 missions together. So this is an important point to create a sustainable business as ispace. So, ich könnte einen Countdown einblenden, aber da ich nicht hundertprozentig weiß, wann es passiert, macht das, glaube ich, aktuell keinen Sinn, sondern wir warten darauf, dass sie ihn hier auch nochmal einblenden. Our company will go and continue. And also, I promise never quit Lunar Quest. So thank you very much, Kevin. Thank you, Nozak-san. Ich meine, in 10 Minuten sollte es soweit sein, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. And we are all very excited to see the progress on our follow-up missions. Now I would like to welcome Scott Moon on the stage once again. Scott, join us once more, please. Ich mache hier mal einen Timer. Der ist nicht offiziell über meinem Kopf. Thank you, Scott. And we just heard that preparations for Mission 2 are already in full swing. Tell us a little bit more about the ongoing assembly, integration, and testing activities. Sure. So during the M1 integration and testing that I described earlier, we gained a lot of valuable information about how the lander responds and how it fits together. And our design teams have already incorporated all that information into the design of the M2 lander, making some small improvements to improve the performance. Also, the last 100 days in spaceflight have given us very valuable information about how we perform in space. And this information has also already been incorporated into our updated design. So we spent the last 4 months with our teams building a development model of the M2 lander, and the testing on this has been completed 2 weeks ago. This information tells us how the new design will be performing. We are also incorporating this information into our new design. And I'm really happy to announce that as of last week, we started building M2 flight model lander. The first pieces have already been assembled, and we are on our way to the M2 launch. Thank you, Scott. You're welcome.
And it's really amazing that even while mission 1 is still ongoing, we are already working on our next mission. So good luck to you and your team. So I have a good live update for all of you. We received word that the lander has reappeared from the backside of the moon. Der Lander ist wieder erschienen. And it's on its final orbit, only minutes away from the planned landing. So, Hakamada-san. 9 Minuten noch bis zur Landung. Seems like it's really happening. Yes. How do you feel? Well, it's really happening. Yes, very, very excited to see very final phase of the landing soon. Uns wurden auch Live-Bilder versprochen. Yes, so we can really just hope and send our good energies towards the lander. So Hitachi-san, looking at the display, what is the status? So it looks like I think that the display is still the simulation modes, but I think it seems that if everything is going as expected, I think we should have entered now the braking burn phase. So it should be maybe the altitude is about 25 kilo, and if everything is okay, then I think braking burn is continuing to slow down the speed from 6,000 from about 100,000 kilometer per hour to 100 Jetzt quetscht sich gerade. kilometer per hour. Thank you, Hitachi-san. Also von 6.000 Kilometer pro Stunde sind sie abgebremst, sind jetzt etwa auf 4.000 Kilometer pro Stunde. Und die Landung natürlich bei 0 Kilometer pro Stunde. But they were taken from lunar orbit around 100 kilometer altitude. So let's have a look at these Bilder, die wurden letzte Woche schon veröffentlicht, als sie in etwa 100 Kilometern einen zirkularen Orbit gemacht haben. Da sehen wir sie. So, this first image, Hakamada-san, look at it. It's just beautiful. Yeah, beautiful and then very incredible pictures taken from our lander. Da leben alle Menschen auf diesem blauen Flecken. Privately funded spacecraft can capture the moon and the Earth like this and send the image back. Now, Hitachi-san, looking at this, I think this image also contains some scientific, very, very interesting speciality. Can you explain it a bit more? Oh, yes, yeah. So this is the picture of the Earth lies on the moon, but most interestingly, as you can see, if you can take a very closer look at the Earth, so we see actually the shadow of the moon on the Earth. So you see that black spot there, close to the Australia. So this is actually the shadow of the moon. So we took this picture during the solar eclipse. So it's really interesting to see this kind of the phenomena, not from the Earth, but from the lunar orbit. So Aktuell von dem Braking Burn keine Live-Bilder. And I believe we also have a video that I would like to share with you. Oh, geil. Wow. Hakamada-san, doesn't this look amazing? Well, this is real video. Yes. Not CG. No. It's amazing. It's really hard to believe, but it looks amazing. So Hitachi-san, we see something in the lower part of the video. What is this? Yes, I think this is a part of our lander. So this is a part that we call MLI, a multi-layer MLI, and we see the partner logo at the Also das, was wir da sehen unten, ist so im Prinzip die MLI, die Multi-Layer Installation, also das, was das Raumschiff isoliert gegen die direkte Sonneneinstrahlung, aber auch das Auskühlen verhindert. This is really amazing video. I'm really amazed. Thank you. And I believe we have one more image. Stell mal vor, du baust eine Sonde mit deinen eigenen Händen und bekommst solche Bilder. Also wäre ich extrem stolz, wenn ich in dem Programm arbeiten würde. Hakamada-san. Well, another amazing, video. I cannot tell any word. Hoffen wir, dass wir auch schöne Bilder von der Landung bekommen. Words, and it is just amazing. So now I would like to ask Hakamada-san and Hitachi-san to join our crew on your seats
And for the last few minutes, we are almost 5 minutes before planned landing. I would like to ask you to Der Countdown ist von mir, aber er hat gerade gesagt, 5 Minuten ist die geplante Landung. Event, and let's all root for our lander while we wait for the planned landing. Thank you. Ich drücke euch ganz doll die Daumen. Falls ihr jetzt einschaltet, das könnte die erste kommerzielle Mondlandung überhaupt werden. Looking at the status screen, the Und erst lander is still das 4. moving Land, also ist ja keine, nicht von der JAXA kilometers per hour. alleine, aber bisher erst nur Sowjetunion, Please let me point out here USA that und we might China auf dem Mond lose gelandet. communication Erfolgreich. with our lander during descent. This is to be expected, and we will reconnect as quickly as possible. Also, if you see any sudden changes in the simulation, this might also be caused by our system of how we simulate it. Even if the lander appears to be on the surface or anywhere else, please wait for our final Also wenn sie in der confirmation Landung from our MCC. die Animation zeigt, As wir soon müssen auf as we receive final word, we will share it with you. And you see our den MCC Kommentator crew warten. getting ready Die for the Animation moment. nur für unsere Visualisierung. Anxiously Mensch. awaiting, Ist schon spannend, oder? getting their stations ready. Master Rich fragt, kann da viel schiefgehen? Tatsächlich Here in Tokyo, im Landeprozess, sowohl bei der indischen Mission als auch bei in der our privaten US israelischen office Mission and our Luxembourg was office, schiefgegangen und deshalb beide everyone Missionen nur einen Krater hinterlassen auf dem Mond is awaiting. und keine sanfte Landung. Now we are around 3 minutes before landing. 3 Minuten bis zur Landung. You can see the tension in everyone's faces. But these are professionals, and we trust them. Now, we see the speed of our lander in the upper right corner. Also nur noch 700 Around Kilometer pro Stunde. 700 kilometers per hour, under 7 Also kilometers wenn jetzt was above schief the geht, wird das Ding surface. trotzdem auf dem Mond aufschlagen. We are getting closer and closer. The lander continues to fire its propulsion system, and we are now around L minus 2 minutes. Close to 500 kilometers per hour, under 6 kilometers above surface. We are only moments away from the planned touchdown 2 on the Minuten lunar noch bis zur surface. geplanten Landung. Everyone who worked Landung. on this mission is anxiously anticipating how it will turn Die out. Sonde Please arbeitet note again, vollautomatisch. communication with aktuell our gerade. lander may be interrupted during descent, and it might therefore take a little bit of time for our ground crew to confirm the status of our lander. We will Also share falls the die latest Animation zeigt, dass situation sie with you landen, as noch soon as nicht possible. applaudieren. Wir Even if warten you see the lunar landed, auf die Bestätigung. the lander landed on the surface, we will update you as soon as possible. Now only 200 kilometers per hour, under 3 kilometers above So the schnell wie ein surface. ICE. Only 1 minute to go. Noch 2 Kilometer. 1,5 Minuten. 190, 180 kilometers per hour. Under 2 kilometers. The lunar lander keeps braking. Now in vertical orientation. Sie sind ja vertikal, sehen wir schon auf Only der Animation. 1 kilometer above the surface remaining. We're getting closer and closer. 1 Minute noch. About 120 kilometers per hour, 700 meters. We will soon have reached the planned landing Keine time, Minute mehr. at which point I might ask you to wait for a few moments for us to confirm the status. Ich drücke euch ganz doll die Daumen, ispace. 60 kilometers per hour, 20 meters, final approach.
10 meters. And our simulation might have lost its connection with the MCC. No reason for concern yet. We are still seeing the animation going. 3 kilometers per hour. Das wäre die Landegeschwindigkeit. Only meters above the surface now. And now we are at the moment of planned landing time. Again, everyone, please give us a few moments to confirm. We hope to maybe receive a message from our MCC soon. If that is not the case, then we will need a few moments to continue investigations, and we'll update you as soon as we have new information. Our MCC crew standing by. Oh, der hat aber ein ganz waiting to trauriges confirm. Gesicht da unten vorne. Everyone is laser focused right now. You can really feel the tension. Oh Mann. Please allow us a little bit more time to confirm the status of our lander. Our MCC ground team keeps working, confirms whether or not we can receive telemetry from our lander. So they are continuing to investigate. This process may still take a little bit of time. Die Daumen. And we see all different kinds of expressions here. It's really difficult to tell from our seats. And it is so difficult feeling powerless now, but all we can do is cheer them up and trust them. Meine Daumen sind gleich abgerissen. So fest drücke ich. Also wir warten auf die Bestätigung, ob die Landung erfolgt ist. Oh, der guckt aber nicht sehr glücklich. Please give us a few more moments. We are still in the process of confirmation. Mensch, stellt mal vor, ihr habt da mitgearbeitet jahrelang und jetzt auf so einen Moment. Die sehen nicht glücklich aus. Die sehen nicht glücklich aus. The team keeps on working tirelessly. Attempting to re-establish communication with our lander after the planned landing time has passed.
Also in der Signallaufzeit liegt es nicht, falls ich das im Chat gesehen habe. Bisschen über eine Sekunde. For your patience. I know everyone wants to know the status of our lander. And I assure you, 400.000 Kilometer ist der Mond weg, etwa. On it as we speak. Falls ihr es jetzt einschaltet, wir warten auf Signale. ispace hat seinen Hakuto-R Lander auf einen Landeanflug zum Mond geschickt. Die Sonde ist erfolgreich aus dem Mondschatten gekommen. To confirm, we will be with you again in a few moments. Thank you very much for your patience, and we will give you updates as soon as we have them. Thank you for your patience, and we'll be right back. Die hätten wahrscheinlich mit der eine Herstellung der Funksignale wahrscheinlich viel, viel früher gerechnet, deshalb machen sie jetzt auch das Bild weg. Das sieht nicht gut aus, Leute. Oh, ich halte die Daumen weiter gedrückt. Also hier Bilder der Integration bei der Ariane Group in Lampolzhausen. Hier wahrscheinlich die Treibstofftanks. Ich meine 4 Treibstofftank, ein Heliumdrucktank. Die 4 Treibstofftanks in der Hauptbasis angeordnet. Und der Heliumdrucktank, also ich nehme an, dass es Helium als Druckgas ist, in der Ebene darüber. So 2,5 mal 2,5 Meter etwa groß. 350 Kilogramm schwer, meine ich. 1000 Kilogramm beim Start, also erhebliche Mengen an Treibstoff. Und wir hatten einen Landeanflug gesehen. Hier das alles Aufnahmen von dem Zusammenbau. Aber offensichtlich noch keine Daten. Daumen sind weiter gedrückt, aber das sieht nicht so gut aus. Es könnte die erste kommerzielle Mondlandung werden, wenn sie jetzt den Funkkontakt wiederherstellen können. Zehn Meilensteine hatten sie sich gesetzt für diese Mission, davon haben sie 8 erreicht gehabt. Die 9. hätte die Mondlandung sein sollen. Landing Burn, oder beziehungsweise erstmal Deorbit Burn, wurde durchgeführt. Und man war auf dem Weg Richtung Mondboden und hat auch ein Bremsmanöver durchgeführt, das auch erfolgreich war. Und wir waren in den letzten Metern vom Mond. Und wenn die Telemetrie gestimmt hat, war man auch schon relativ langsam. Also während des Abstiegs hat auch vermutlich alles funktioniert soweit. Nur der letzte Abstieg und dann die Wiederherstellung mit Funkkontakt mit der Erde. Darauf hätten wir gewartet. Schöne Bilder, aber wir wollen natürlich wissen, was da mit dem Rover passiert ist.
Diese Goldfolie, das ist Multi-Layer Insulation. Also das ist im Prinzip sowas wie diese Schutzfolie, die ihr im Rettungskasten habt, also eine Rettungsdecke. Also Kunststoff, der mit Metall bedampft ist und so sehr leicht ist, aber auch sehr gut Wärmestrahlung isolieren kann. Ganz gut hier diese Paneele zu sehen. Das sind die Solarpaneele. Man hat aber eben auch die Hauptstruktur gesehen. Hier sieht man es, ne? Honeycomb, dieses silberne, das sind im Prinzip bienenwabenförmige Struktur, die den Schub überträgt. Und dann hat man außen Kohlefaserplatten und dadurch besonders leichtes, aber auch knickstabiles Material. Und diese Art der Bauweise sagt man auch sandwiched dazu, weil man halt mehrere Lagen hat, die man zusammenführt. Sandwich kann viel bedeuten, aber wenn man Kohlefaser, Honeycomb, Sandwich sagt, dann wissen, glaube ich, eigentlich die meisten Leute, was gemeint ist. Hier, das sieht auch nach einer Vakuumkammer aus, wo sie einen Thermal-Vakuumtest gemacht haben. Sie meinten, dass sie das in München gemacht haben. Also Integration in Laboratorien bei der Ariane Group. Hier der Rashid-Rover, der da als Nutzlast dabei ist von den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ich könnte ein paar Fragen beantworten, aber dann müsste ich ja meine Daumen halten. Ian ist anscheinend da. Hallo Ian, er sagt, mein Stream, wenn der Stream da an ist, wäre ich zu leise. Vielen Dank für den Hinweis. Ian Benecke sagt, Edmo, naja, also vermutlich hat der Plume der Ascent-Stufe die Fußspuren direkt am Lander verwischt. Fair enough. Wobei man da sagen muss, da ist ja dann die Landestufe im Weg gewesen. Also das heißt wirklich die direkt am Lander. Ob die da nicht so ein bisschen auch geschützt waren. Aber gibt es schöne Aufnahmen vom Aufstieg der Aufstiegsstufe vom Apollo-Programm. Und tatsächlich schwenkt die Kamera auch mit. Und das ist ein Indiz dafür, wie die gemacht wurde. Und zwar wurde das mit dem Mondauto gemacht. Der Mondauto hatte dann auch eine Fernsehkamera dabei, auch eine Satellitenschüssel, falsches Wort, eine Funkübertragungsantenne und die war dann auf die Erde ausgerichtet und tatsächlich wurde diese Kamera auch vom Boden aus operiert. Es war jetzt nicht, dass das irgendwie ein Algorithmus war, sondern da hat jemand das manuell getimt und hat das offensichtlich sehr, sehr gut gemacht, denn man kann diesen Aufstieg der Apollo-Mondlandungs-Aufstiegsstufe sehr gut verfolgen. Und man sieht da eben auch viel Material rumfliegen. Das ist die MLI, die ja da an dem Mondlander war, aber auch Debris und Sachen, die da abgerissen werden. Antonov, war kein Antonov, Ilyushin, glaube ich. Ich hätte eben genauer hingucken sollen. Da habe ich mich bei der Mondlandung noch in den Wolf geredet. Ja, tatsächlich durch den Ukraine-Krieg, Transport, Lufttransport, Frachttransport, Riesenproblem. Also sowohl durch die ukrainischen Antonovs als auch die russischen Ilyushins nicht mehr gut verfügbar. Deshalb auch in letzter Zeit öfter Nutzlast, die dann von dem Beluga von Airbus transportiert wurde. Schöne Bilder, aber wir wollen natürlich wissen, wie es ausgegangen ist. Ich würde mutmaßen,
wahrscheinlich ein Krater. Denn das ist eine Illusion, oder? Hier gibt es auch bestimmt Leute, die fit sind, was Flugzeuge angeht. Bricks and Rails fragt, oh. Now our MCC crew is still continuing to investigate the lander's status. So we ask you to bear with us a little bit longer and we will be right back. Thank you for your patience. Also sie versuchen immer noch Funkkontakt herzustellen. Beziehungsweise in Erfahrung zu bringen, was da passiert ist. Sieht nicht so gut aus, würde ich behaupten. Aber Kopf hoch, ispace. Mission 2 ist offensichtlich finanziert und in der finalen Integration aber ich würde es Ihnen natürlich sehr, sehr wünschen, wenn diese Mondlandung des Hakuto-R Landers erfolgreich war. Bricks and Rails fragt nach, gibt es Neuigkeiten von SpaceX zum Statisch oder zum nächsten Versuch? Ja, also die größte Neuigkeit wahrscheinlich heute, dass die FAA die Startlizenz wieder entzogen hat. Also es waren ja 5 Starts erlaubt worden von der FAA und ein bisschen erwartbar, dass jetzt nach diesem Test man die Annahmen, die man dazu getroffen hat, wie was für einen Einfluss der Starship-Flug hat, wieder eingesackt hat und gesagt, jo, also da habt ihr offensichtlich falsche Annahmen getroffen und der Schaden, der da angerichtet wurde und auch der Schaden, der da auf die nähere Umgebung und vielleicht auch auf die Sicherheit der Anwohner, die Annahmen, die ihr da getroffen habt, die gelten nicht und bevor ihr diesen Start nicht analysiert habt und uns genau gesagt habt, was da passiert, gilt die Startlizenz nicht mehr. Also er hat im Stream gesagt, wir sollen noch ein bisschen uns noch gedulden. Sie würden ein Update geben. Aber ich sag mal, wenn Sie Funkkontakt während des Abstiegs grob hatten, also selbst wenn das nur ein bisschen Telemetrie ist und Sie den Kontakt dann bei der Landung verloren haben oder nicht wiederherstellen konnten, dann würde ich sagen, dann sieht das nicht sehr, sehr gut aus. Aber ich würde mich gerne täuschen. Sigur sagt, Sternwarte Bochum hat das Funksignal um 18:45 Uhr verloren. Aha. (18:45 Uhr), das ist also die Landezeit. Den Film kennen wir schon, also sie lassen ihn hier nochmal abspielen. Oliver Heik lässt einen Gruß da von der Nordsee. Grüße zurück. Ja, wenn euch das hier gefällt, auch wenn es spontan war und ich nicht sehr, sehr gut vorbereitet war, die Informationen, die es bisher zu der Mission gab, entweder von der Webseite oder von Wikipedia. Ich gehe davon aus, dass wir deutlich mehr missionskritische Daten nachgeliefert bekommen.
Aber schöne Detailaufnahmen. Solche Detailaufnahmen, wenn ich irgendwo im Rheinraum bin, darf ich die immer nicht machen, weil es dann immer heißt, dass es entweder IP oder kritische Technologie, was immer sehr, sehr schade ist. Stefan Oller lässt einen super Chat da. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, und wenn euch das hier gefällt, gerne ein Like da lassen, auch wenn das ein bisschen spontaner Livestream war. Mike Maaßen fragt, Mo, ich erst später zugeschaltet, wie werden die Kommunikationsdaten zur Erde übertragen? Ja, tatsächlich trägt die ESA dazu bei, also mit ihrem Antennennetzwerk, sowohl während der Mission, also auch die ganzen Manöver, die im All durchgeführt wurden, als auch jetzt für die Wiederherstellung mit der Sonde. Thermal Vacuum Test, vielleicht ganz interessant, also es ist im Prinzip eine Vakuumkammer, wo ansatzweise Vakuum des Weltalls hergestellt wird und man hat da so ein bisschen so Radiatoren gesehen, so Kühler und da wird dann flüssiger Stickstoff durchgemacht und dann macht man tatsächlich die Sonde auch kalt und oft gibt es dann auch einen Sonnensimulator, der dann auch von einer Seite Hitze aufbringen kann und da schaut man sich eben an, wie der Rover unter den Vakuumbedingungen und aber auch den thermalen Einflüssen sich verhält. Ja, Rashid Rover von den Arabischen Emiraten. Ich glaube, das kleine Ü-Ei, was man eben gesehen hat, das ist der Roboter von der JAXA gewesen. Falls ihr jetzt erst einschaltet, das ist in Dauerschleife der Werbefilm von ispace. Die Landung ist erfolgt, so oder so. Ob das Ding noch heil ist, das würden wir jetzt natürlich gerne wissen. Also Mission heute einen Technologiedemonstrator. Ja, die haben auch Nutzlasten mit dabei. Aber wie er vorhin im Livestream schon gesagt hat, das alles bisher schon für die ein großer, großer Erfolg für sie als Startup. Deep Space Kommunikation und auch Manövrieren. Alle Tests, die sie da gemacht haben, haben sie sehr, sehr viel gelernt und confirm successful landing on the lunar surface. Our engineers at MCC is continue to investigate the current status of the lander. Currently, we have not confirmed the communication from the lander. We already confirmed that we have established the communication until very end of the landing.
However, now we lost the communication. Sie hatten Kommunikation bis zur Landung und während der Landung dann die Kommunikation verloren. We could not complete the landing on the lunar surface. Er geht davon aus, dass sie wahrscheinlich die Landung nicht hinbekommen haben. Schade, Schokolade. And then we will update you the further information once we finish the investigation. At this moment, what I can tell is we are very proud of the fact that we have already achieved many things during this mission 1. Also sie haben sehr viele Dinge erreicht während dieser ersten Mission. We have been secured the communication at the very end of the landing. That means we acquired actual flight data during the landing phase. Sie haben Daten während der Landung, was for the future missions, Mission 2 and the Mission 3. Wichtig ist für die folgenden Missionen, die ja schon unterwegs sind. That is important to feedback what we learned from this Mission 1 to Mission 2 and the Mission 3. That's why we built our sustainable business model to continue our effort for the future missions. I'd like to thank you, all of the Also, falls ihr jetzt einschaltet, Sie gehen davon aus, dass die Landung nicht erfolgreich war, denn sie hatten Kontakt mit der Sonde bis kurz vor der Landung und dann den Kontakt verloren. And then also our families who continued to support us. Er bedankt sich bei allen Mitarbeitern und allen Familienmitgliedern, die sie unterstützt haben, und die Shareholders, Partner und Zulieferer und alle, die in ispace geglaubt haben oder glauben. Sie werden niemals aufhören mit dem Mondabenteuer. Speak in Japanese to the Japanese audience next. 現在のところ、Schade. Bis dahin exzellente Show. Ich hätte es Ihnen sehr, sehr, sehr gewünscht. Die nächste Mission, der das gelingen könnte, wäre wahrscheinlich der Pellegrin-Lander, der mit der ersten Falcon von ULA ja starten soll. Hoffen wir, dass die Daten, die Sie von der Landung bekommen haben, dazu führen, dass Sie genau wissen, was schiefgegangen ist oder warum es nicht funktioniert hat und dass es hoffentlich ein ganz, ganz doofer Fehler war, den Sie ganz, ganz einfach lösen können und dann die nächste Landung ein Erfolg wird. Bis dahin alles sehr, sehr, sehr gut verlaufen. Oder nein, Sie hatten ja auch schon gesagt, dass Sie während der Mission Probleme hatten, aber damit umgehen gelernt haben und Deep Space Kommunikation, Deep Space Control und Einleiten der Manöver in den Mondumlaufbahn einschwenken und Landemanöver einleiten und offensichtlich auch die Landung sehr weit durchgeführt zu haben. Sehr, sehr große Erfolge für so ein Start-up. Und ich meine, damit sind sie auch weitergekommen als die indische Raumfahrt. Die haben ihre Länder doch deutlich höher verloren, Signale, und auch als die israelische Mission, die auch, also es war keine staatliche israelische Mission, sondern auch eine Mission, die im Prinzip in dem X-Prize gestartet ist.
Thank you, Hakamada-san, and thank you to everyone who joined us for our coverage today. Please don't forget to follow ispace and Hakuto-R on social media for future updates. You can find us on Twitter, Facebook, LinkedIn, and YouTube. Also, if you are in Tokyo, you can see a life-sized model of our Series 1 lander at the Neo Tsukidekurasten exhibition at the National Museum of Emerging Science and Innovation. Falls ihr jetzt einschaltet, es sieht so aus, dass die Landung nicht erfolgreich war. Quit the lunar quest. Kopf hoch, hoffentlich können Sie herausfinden, woran es lag. Arigato. Ja, schade. Was soll man sagen? Ich habe da sehr, sehr mitgefiebert gerade, auch wenn das kein gut vorbereiteter Livestream war. Es macht trotzdem einfach Spaß, diese Missionen mitzuerleben und auch großartig mittlerweile, dass wir wirklich die Teams in Großaufnahme, dass man sieht, wie die mitfiebern, dass die Menschen vorgestellt werden, die daran arbeiten und ich drücke denen ganz, ganz doll die Daumen, dass sie aus diesem Loch vielleicht rauskommen und dass sie an ihrer zweiten Mission arbeiten und dass sie hoffentlich herausfinden, weswegen die Landung nicht geklappt hat. Also wir gehen momentan davon aus, dass sie nicht geklappt hat. Vielleicht gab es ja nur ein Problem mit der Antenne und wir bekommen dann doch noch andere Daten, aber momentan sieht es so aus, dass die Landung wohl nicht erfolgreich war. Hoffen wir, dass sie aus diesem Loch da rauskommen und dann für die nächste Mission focused sind und herausfinden, wie sie es besser machen können und es dann im zweiten Anlauf hoffentlich schaffen. Ich bedanke mich bei ispace, ich bedanke mich bei allen, die da an diesem Programm mitgearbeitet haben und Daumen waren gedrückt und beim nächsten Mal. Und ich bedanke mich bei euch, dass ihr alle spontan irgendwie reingeschaltet habt und da irgendwie mitgefiebert habt. Wie gesagt, ich fand es super, super spannend. Ihr könnt ja gerne in den Chat mal schreiben, wie ihr das empfandet habt und wenn ihr sowas gut findet, dass ich mich da spontan auf sowas draufschalte und ihr dann davon mitbekommt und das sonst vielleicht nicht mitbekommen hättet, dann gerne ein Like da lassen und dann würde ich sagen, aufs nächste Mal. Falcon Heavy Start ist auch verlegt worden, also ja, mein nächster Livestream wahrscheinlich Falcon Heavy Start ist momentan Donnerstag 1:30 Uhr nachts, das ist schon krass. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr morgen den Starlink-Start machen. Der ist um 15:40 Uhr. Das ist doch eine gut streambare Uhrzeit. Und ich finde es immer spannend, Raketenstarts. Und ja, wenn ihr Lust habt, dann gern dabei auch reinschalten. Ich hoffe, ihr habt genauso mitgefiebert wie ich, fandet das cool und habt Lust auf weitere Raumfahrt und sah jetzt vielleicht am Ende nicht so gut aus, aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir es sind schon mehrere solcher Missionen noch unterwegs, also noch andere Privatfirmen, die sich an der Mondlandung versuchen und das sollte schon beim Teufel zugehen, wenn wir nicht in den nächsten 12 bis 24 Monaten da auch eine private Mondlandung erleben dürften. Und ja, das ist ja das große Ziel auch im Artemis-Programm, dass man da hinfliegt, um zu bleiben und auch sich überlegt, was für Programme man braucht, damit da auch weiterhin Musik ist und man den Mond auch anders nutzt und dass man eben auch kleinen Privatfirmen die Chance gibt, an Projekten am Mond teilzunehmen und Mond ganz, ganz viel Interesse gerade hinter eigentlich in allen Nationen und allen Raumfahrtagenturen gucken gerade alle sehr, sehr nach dem Mond und dementsprechend wird uns da sehr, sehr viel erwarten in den nächsten 12 bis 24 Monaten, ja auch dann mit Artemis 2 und hoffentlich dann irgendwann auch Artemis 3, auch wenn das jetzt aktuell mit dem Starship so ein bisschen schwierig aussieht mit einer Mondlandung. Das Starship-Programm muss ein bisschen noch nach vorne kommen, damit da auch eine Mondlandung mit realisiert werden kann. Und ich denke, da werden wir wahrscheinlich in den nächsten Tagen und Wochen auch viel Input dazu kriegen, wie es um das Starship-Programm weiter aussieht. Ich bin relativ optimistisch, auch wenn der Schaden am Pad sehr, sehr stark aussieht, dass sie dieses Jahr wieder starten werden. Aber wir werden sehen. Halte ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank an die Moderatoren, die den Chat wie immer grandios moderiert haben. Gerne in den Chat schreiben, #Mods loben und natürlich auch an den Chat, weil ihr wart wieder ein sehr cooler Chat, hat mich auf Dinge
hingewiesen und auch spannende Fragen gestellt. Und ja, würde ich sagen, dann einfach bis zum nächsten Stream oder zur nächsten Episode oder zu den nächsten News. Viel Freude mit der Zukunft der Raumfahrt wünsche ich euch. Bis ganz, ganz bald. Immer schön senkrecht bleiben. Euer Mo.